Mit einer der ersten Stände, die man in der chinesischen Kampfkunst lernt, ist der sogenannte Pferdestand. In diesem Video erklären wir dir die chinesischen Namen, wie der Stand genau funktioniert und zeigen dir ein paar Übungen, wie du deinen Stand verbessern kannst. Hi, ich bin der Pascal von der Wushu Tai Chi Akademie aus Konstanz. Wer mit der chinesischen Kampfkunst beginnt, lernt in der Regel die einfachsten Handtechniken und natürlich die Basisstände. Einer davon ist der sogenannte Pferdestand. Der Name lässt sich vom chinesischen Begriff Mabo ableiten, wobei Ma für Pferd und Bo für Stand steht. Der Stand soll das Sitzen auf einem Pferd nachahmen. Bei dem Namen muss man allerdings auch beachten, dass es sich eher um eine Bezeichnung aus dem modernen Wushu handelt, also dem chinesischen Leistungssport. Die traditionelle Bezeichnung aus südlichen Kung-Fu-Stilen ist für diesen Stand Sei Ping Ma, wobei Ma sich nicht mehr als Pferd, sondern als Stand übersetzen lässt. Sei Ping Ma heißt so viel wie 4-Ebenen-Stand und verdeutlicht, dass Knie, Hüft-, Schulter- und Kopfebene flach und parallel zum Boden bleiben. Während man den Stand im modernen Wushu sehr tief ausführt, wird der Stand im traditionellen Kung-Fu etwas höher ausgeführt. Dabei gibt es auch je nach Stil und System auch leichte Variationen, wie zum Beispiel den Sam Gok Ma, den sogenannten Dreiecks-Pferdestand. In diesem Video konzentrieren wir uns allerdings auf den traditionellen Sei Ping Ma. Du beginnst am besten in einem aufrechten, geschlossenen Stand. Die Füße haben dabei 2 bis 3 Finger breit Abstand zueinander. Die Fäuste sind fest an der Hüfte, Ellenbogen und Schultern ziehst du zurück. Je nach Schule oder Traditionserblinie beginnen manche Schulen zuerst mit dem Öffnen der Ferse und andere mit den Zehenspitzen. In dem Hongkün der Familie Wu beginnen wir auch zuerst mit dem Öffnen der Zehenspitzen. Die Füße werden ca. 45 Grad nach außen gedreht. Danach versetzen wir die Fersen und dann noch einmal die Zehenspitzen nach außen. Zum Abschluss werden die Füße nach vorne ausgerichtet. Um zu starke Belastung auf das Knie zu vermeiden, sind die Füße ganz leicht nach außen rotiert. Die Knie sollen im Sei Ping Ma nicht nach innen fallen, sondern mit Kraft nach außen gedrückt werden. Das Becken soll auch nach vorne gekippt werden, damit die Wirbelsäule bis zum Endfortsatz gerade bleibt. Der Sei Ping Ma muss nicht von Anfang an super tief ausgeführt werden. Wenn du gerade erst angefangen hast, dann ist das kein Problem, wenn die Oberschenkel eine 45 Grad Neigung haben. Zu tief soll der Stand allerdings auch nicht ausgeführt werden. Die Hüfte soll nicht unterhalb der Kniehöhe sinken. Die Beinarbeit, um in den Sei Ping Ma zu kommen, dient vor allem als Hilfsmittel, um die korrekte Breite für den Stand zu finden. Der Stand sollte nicht zu eng, aber auch nicht zu breit sein. Die Unterschenkel sollten fast senkrecht zum Boden zeigen. Um aus dem Sei Ping Ma wieder aufzustehen, kannst du ganz einfach in einen aufrechten, geschlossenen Stand wieder hochspringen. Eine gute Übung ist das ständige Wiederholen der Beinarbeit. Rutsche mit den 4 Schritten in das Sei Ping Ma, halte ihn eine Weile und steh wieder auf. In der chinesischen Kampfkunst werden Bewegungen und Übungen im Training oft tiefer und größer, aber dafür in der Anwendung höher und kleiner ausgeführt. Der Sei Ping Ma ist nicht nur ein super Training für die Beine, sondern bildet auch die Ausgangsposition im freien Kampf. Durch bestimmte Kombinationen lernt man die korrekte Körpermechanik und Kraftentwicklung, um sie dann später in der Anwendung, wie zum Beispiel im Vollkontakt, einsetzen zu können. Um deine Stände zu verbessern, ist es generell wichtig, deine Hüfte zu mobilisieren, dehnen und zu stärken. Jetzt zeigen wir dir noch jeweils eine Mobilitäts-, Dehn- und Kraftübung, um die typischen Probleme zu lösen, die Einsteiger mit diesem Stand haben. Diese Übungen kannst du jederzeit in dein Training integrieren. Für die Mobilitätsübung bist du in einem höheren Sei Ping Ma. Die Füße sind dabei schräg nach außen rotiert. Nun gehst du immer wieder tief in den Sei Ping Ma und kommst wieder hoch. Nach ca. 10 Wiederholungen bleibst du tief unten und greifst deine Füße. Sinke mit deiner Hüfte so weit wie möglich und öffne deinen Oberkörper abwechselnd seitlich nach oben. Für die Dehnübung sitzt du auf dem Boden in der sogenannten Schere. Deine Beine öffnest du nur so weit, bis du ein leichtes Ziehen spürst. Achte unbedingt darauf, dass deine Hüfte nach vorne gekippt und dein Oberkörper gerade ist. Wenn du damit Probleme hast, dann setze dich in der Schere an eine Wand. Als nächstes gehst du mit deinem Oberkörper Stück für Stück nach vorne und bleibst dabei immer in einer dynamischen Bewegung. Gehe nur nach vorne, wenn du deinen Oberkörper durchgehend aufrecht lassen kannst. Zusätzlich kannst du deinen Oberkörper abwechselnd zu einem Bein bewegen. Kontrolliere immer wieder aktiv die Haltung deiner Hüfte und von deinem aufrechten Oberkörper. Für die Kraftübung stehst du in einem Sei Ping Ma mit dem Rücken zur Wand. Deine Wirbelsäule soll durchgehend Kontakt mit der Wand haben. Dein Hinterkopf ist auch angelegt. Diesen Stand hältst du für ca. 30 Sekunden oder so lange wie du kannst. Mach danach eine kurze Pause, lockere die Beine und wiederhole die Übung 2 bis 3 Mal. Für weitere Übungen, die allgemein die Hüfte mobilisieren und stärken, kannst du dir unser Hüft-Workout anschauen. Das Workout kannst du immer nach deinem Training durchführen.
Das sind die wichtigsten Punkte, die du beim Saping mal beachten musst. Jetzt heißt es fleißig üben, üben, üben. Wenn dir dieses Video gefallen hat, klick den Like-Button, hinterlasse einen Kommentar und vergiss natürlich nicht, unseren YouTube-Channel zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.